Es ist wieder passiert. Die Galaxie steht kurz vor der Vernichtung. Schon wieder. Der Captain weint, der erste Offizier flüstert traumatisiert in die Dunkelheit und die Brücke ist so düster beleuchtet, dass ich nicht weiß, ob sie ein Raumschiff fliegen oder eine Gothic-Party feiern. Willkommen im modernen Sci-Fi-Fernsehen, willkommen bei New Track. Aber wartet, was ist, wenn ich euch sage, dass es eine Serie gibt, die all das nicht tut? Eine Serie, die hell erleuchtet ist. Eine Serie, in der existenzielle moralische Fragen diskutiert werden, direkt gefolgt von der Frage, ob man ein ganzes Glas Gewürzgurken inklusive Glas essen kann. Ich rede natürlich von der Orville. Was 2017 als vermeintliche Family Guy-Parodie im Weltraum startete, hat sich klammheimlich zur besten Star Trek-Serie entwickelt, die niemals das Recht hatte, diesen Namen zu tragen. Heute tauchen wir tief ein. Wir analysieren die fantastische Crew, vergleichen KI-Kultfiguren, stellen Episoden direkt gegenüber und klären, warum Seth MacFarlane das geschafft hat, woran Paramount jahrelang gescheitert ist. Schnallt euch an, reviziert euch einen synthetischen Tequila. Hier ist das ultimative Plädoyer für die Orville. Um zu verstehen, warum die Orville so gut funktioniert, müssen wir über den Schöpfer reden, Seth MacFarlane. Die meisten kennen ihn als sprechenden Teddybär Ted, der Witze unter der Gürtellinie reißt. Was viele nicht wissen, Seth ist wohl der größte Star Trek-Nerd auf diesem Planeten. Er hat als Teenager Fanfilme gedreht und hatte sogar kleine Gastauftritte in Star Trek Enterprise. Als er von Fox ein gigantisches Budget bekam, hätte er eine reine Parodie machen können, eine Art Spaceballs als Serie. Aber Seth wollte etwas anderes. Er wollte Star Trek zurückhaben, mit dem er aufgewachsen ist. Das Klassik-Track der 90er Jahre, um genau zu sein. Und genau hier liegt die größte Stärke der Serie, die Tonalität. Serien wie Discovery oder die ersten Staffeln von Picard setzen auf Serialisierung. Eine gigantische, düstere Story über eine ganze Staffel hinweg. Wenn du eine Folge verpasst, verstehst du nichts mehr. Jeder Charakter hat ein schweres Kindheitstrauma, die Einsätze sind immer die Vernichtung aller Existenz und Optimismus wird kleingeschrieben. Die Orville bricht teilweise mit diesem modernen Zwang. Es kehrt zurück zum Episoden-der-Woche-Format des klassischen Sci-Fi. Viele Folgen bestehen aus kontextunabhängigen neuen Abenteuer, neuen moralischen Dilemmata, neuen Planeten. Die Zukunft der planetaren Union ist nicht dystopisch oder deprimierend, sondern optimistisch. Es ist eine Welt, in der man leben möchte. Seth MacFarlane hat aber nicht nur geklaut, er hat zudem eine Geiselnahme durchgeführt. Er hat sich die alten Star Trek-Autoren und Regielegenden wie Brannon Braga und Jonathan Frakes geschnappt, sie in einen Raum gesperrt und gesagt, ihr macht jetzt das, was Paramount euch verbietet. Die Darstellerin von Dr. Finn war vorher übrigens die Ehefrau von Captain Sisko höchstpersönlich. Die Serie ist viel mehr Star Trek, als es ohnehin schon zu vermuten sei. Und falls ihr euch wundert, warum Staffel 3 plötzlich so gut aussieht, der Wechsel zu Hulu hat der Serie die Fesseln abgenommen. Keine nervigen Werbepausen mehr, Episodenlänge so lang wie ein Spielfilm und CGI-Effekte, die HD wie ausgeleuchtetes 4K aussehen lässt. Ein Raumschiff ist nur so gut wie seine Crew. Bei Star Trek waren die Offiziere meistens, nun ja, perfekt. Hochdekorierte Vorzeigemuster der Sternenflotte, die in ihrer Freizeit Shakespeare zitieren oder Harfe spielen. Bei der Orville, da haben wir es mit der B-Mannschaft zu Weltraumdiplomaten zu tun. Ähnlich wie bei der Cerritos in Lower Decks. Und genau das macht sie so liebenswert, stellen wir die Truppe mal vor. Captain Ed Mercer, er hat die Orville nur bekommen, weil die Union so viele Schiffe gebaut hat, dass ihnen die Captains ausgingen. Ed ist kein unfehlbarer Picard, ist ein genialer Taktiker, aber ist auch ein geschiedener, leicht unsicherer Typ, der manchmal einfach nur Bestätigung braucht und zu viel trinkt, wenn er gestresst ist. Commander Kelly Grayson, die erste Offizierin und Eds Ex-Frau. Ja, die Serie startet damit, dass Ed sie im Bett mit einem blauen Alien erwischt hat. Das reinste Sitcom-Potenzial entwickelt sich aber zu einer der reifsten, professionellsten Arbeitsbeziehungen im Fernsehen. Kelly ist oft der eigentliche Kopf des Schiffes, kompetent, knallhart, aber mit einem großen Herz. Lieutenant Gordon Malloy, Eds bester Freund und der beste Steuermann der Flotte. Das Problem, er ist absolut unbeholfen im Alltag. Gordon ist der Typ, der ein Lego-Modell im Cockpit baut, während man von feindlichen Grillschiffen beschossen wird. Sein Charme ist legendär, seine emotionale Verletzlichkeit im Verlauf der Serie aber auch. Lieutenant Commander Bortus, ein Highlight der Serie. Er gehört zu den Moklanern, einer primär männlichen, extrem stoischen Spezies. Bortus lacht nie, spricht wie ein wandelnder Grabstein und hat biologische Eigenheiten, die für die besten Running Gags sorgen. Er legt Eier, muss einmal im Jahr urinieren und kann sprichwörtlich alles essen, von Nägeln bis Glasscheiben. Die Sicherheitschefs Alara Kitan und Tala Kiali.
Beide gehören zu den Xelayanern. Weil ihr Heimatplanet eine extrem hohe Schwerkraft hat, haben sie auf der Orville quasi Superman-Kräfte. Alara war die junge, unsichere Offizierin, die erst lernen musste, eine Anführerin zu sein. Als sie ging, kam Tala. Älter, erfahrener und bereit, jedem eine reinzuhauen, der den Captain schief anguckt. Beide nutzen ihre Kräfte übrigens primär, um für den Captain Gurkengläser zu öffnen. Dr. Claire Finn, die Schiffsärztin und die absolute Mutti der Brücke. Sie ist hochkompetent, hat 2 anstrengende Kinder an Bord und ist die emotionale Säule des Schiffs. Und, kleiner Spoiler, sie geht später eine Beziehung an, die das Sci-Fi-Genre so noch nicht gesehen hat. Oder doch, bei TNG. Lieutenant Commander John Lamar, anfangs nur der Navigator an Gordons Partner, im Unfug anstellen. Später stellt sich heraus, der Typ hat einen IQ jenseits der messbaren Skala und wird zum Chefingenieur befördert. Er bringt eine wunderbare Urban Coolness in diese oft steife Sci-Fi-Welt. Ensign Charlie Burke, die Frau mit dem absoluten Turbo-Gehirn, wenn es um räumliches Vorstellungsvermögen in 4 Dimensionen geht. Sie wurde nach der 2. Staffel und der Schlacht gegen die Kaylon auf die Orville versetzt und macht aus ihrem tiefsitzenden Groll gegen den Kelonier Isaac keinen Hehl. Anfangs wirkt sie oft unterkühlt und abweisend, bringt aber eine faszinierende, hochemotionale Intensität in das Team, die den moralischen Kompass der Crew ordentlich durchschüttelt. Und schließlich Isaac, ein künstliches Wesen von den Keloniern, und über den müssen wir gleich mal ganz separat und ausführlich sprechen. Ein kleiner bittersüßer Fakt: Das grüne Schleim-Alien Japheth wird im Original von Norm Macdonald gesprochen. Er verstarb leider vor dem Release der 3. Staffel, weshalb seine Performance als liebeskranker Wackelpudding sein finales Geschenk an die Comedy-Welt war. Auch interessant zu wissen ist, dass viele Schauspieler von Star Trek Gastauftritte bei der Orville hatten. Der Doktor der Voyager spielt Alaras Vater, Tuvok spielt Dr. Sherman, der für die Union tätig ist, Counselor Troy und Dr. Phlox haben ebenfalls Auftritte. Und das war's noch nicht mit den Cameos. In der 1. Staffel taucht Liam Neeson völlig überraschend als holographische Aufzeichnung eines längst verstorbenen Anführers eines riesigen Generationenschiffs auf. Ebenfalls in Staffel 1 spielte die Oscar-Preisträgerin Charlize Theron die charmante, aber geheimnisvolle Priya, die vom Orville-Team aus einem zerstörten Raumschiff gerettet wird und sich später als zeitreisende Antiquitätshändlerin entpuppt. In der Staffel 2 leiht Action-Legende Bruce Willis einer sprechenden Zimmerpflanze seine markante Stimme, ein reiner Voice-Cameo, den man im Originalton heraushören muss. Jason Alexander, den wir aus der Voyager-Episode Denkfabrik kennen, spielt in mehreren Folgen den Barbesitzer an Bord der Orville, komplett versteckt unter einer riesigen runden Stirnprothese. In fast jeder guten Sci-Fi-Serie gibt es diesen einen Charakter, der als Spiegel für die Menschheit dient. Bei Star Trek The Next Generation war das Data. Data war der klassische Pinocchio, ein hochentwickelter Android, dessen sehnlichster Wunsch es war, menschlich zu sein. Er wollte fühlen, er wollte Witze verstehen, er wollte weinen können. Wir haben Data geliebt, weil er uns gezeigt hat, wie wertvoll unsere kleinen, fehlerhaften menschlichen Nuancen sind. Die Orville nimmt dieses Konzept und dreht es komplett auf den Kopf. Isaac ist kein Pinocchio, Isaac will nicht menschlich sein, ganz im Gegenteil. Er hält biologische Lebensformen für inhärent minderwertig, ineffizient und primitiv. Er ist nur an Bord der Orville, um das Verhalten dieser seltsamen Fleischsäcke zu studieren und Berichte an seine Heimatwelt Kaylon zu schicken. Das sorgt für eine völlig andere, herrlich zynische Dynamik. Während Data versuchte, Gedichte zu schreiben, um die menschliche Seele zu ergründen, erkundigt sich Isaac bei Lamar, wie er die Gefühle von Dr. Finn vergiften kann, um ihre Liebesbeziehung zu ihm zu beenden. Isaacs Humor entsteht durch seine absolute eiskalte Objektivität. Wenn ihm auffällt, dass Dr. Finn eine andere Frisur trägt, sagt er nicht schön, sondern erkundigt sich darüber, ob sie die Konfiguration der Haare verändert hat, um ihren Kopf besser vor Kälte zu isolieren. Das Geniale ist aber die Charakterentwicklung. Ohne jemals seine kalte, logische Natur zu verlieren, entwickelt Isaac eine Form von Loyalität und man wagt es kaum zu sagen, Zuneigung zur Crew und insbesondere zu Dr. Finns Kindern. Als die Kelonier beschließen, alle biologischen Lebensformen in der Galaxie auszurotten, weil KI-Schöpfer historisch gesehen immer schlechte Eltern sind, muss Isaac eine Wahl treffen. Seine Entwicklung zeigt uns die Menschlichkeit nicht durch den Wunsch, ein Mensch zu sein, sondern durch die logische Schlussfolgerung, dass die Abwesenheit von Dr. Finn seine Effektivität mindert. Ein fantastischer moderner Ansatz zum Thema KI. Wir bewundern Isaac für seine kühle, logische Art, aber Respekt an den Schauspieler. Der Typ steckte bei 35 Grad im kalifornischen Sommer in einem Plastikanzug, war praktisch blind und ist innerlich weggeschmolzen, während er mit absoluter monotoner Stimme erklären musste, warum er allen anderen überlegen ist. Das ist wahre Schauspielkunst.
Ihr dachtet, die Dynamik zwischen Ed und seiner Ex-Frau sei kompliziert? Hinter den Kulissen haben Gordon und Kelly im echten Leben geheiratet und sich gefühlt 5 Minuten später wieder scheiden lassen. Wenn ihr also das nächste Mal seht, wie Gordon Kelly auf der Brücke blöd von der Seite anquatscht, das ist kein Schauspiel, das ist echte gelebte Postscheidungsenergie. Aber wenn wir schon über unüberwindbare Differenzen sprechen, müssen wir über die emotionalste Achterbahn der 3. Staffel reden. Die Dynamik zwischen Isaac und dem Neuzugang Charlie Burke. Wenn ihr dachtet, das Beziehungsdrama zwischen Ed und Kelly sei kompliziert, weil Kelly Ed mit einem blauen Alien betrogen hat, haltet euch fest. Charlie Burke hasst Isaac nicht, weil er die Milch im Kühlschrank offen gelassen hat. Sie hasst ihn aus tiefster Seele, weil Isaacs Volk, die Kelonia, bei ihrer Invasion Charlies beste Freundin und große Liebe pulverisiert hat. Für Charlie ist Isaac kein süßer, lernfähiger Bordroboter, sondern das wandelnde Gesicht eines Völkermords. Das ist keine normale Arbeitsplatzreibung, das ist ein intergalaktisches Trauma. Und genau hier zeigt die Orville seine erzählerische Meisterklasse. Die Serie zwingt diese beiden extremen Pole zusammen. Es gibt keine billige Hollywood-Aussprache nach 2 Folgen, bei der man sich weinend in die Arme fällt. Stattdessen sehen wir eine schmerzhafte, langsame Entwicklung vom blinden Hass zum professionellen Respekt, die am Ende in einem der emotionalsten Opfer der Seriengeschichte gipfelt. Wer hätte gedacht, dass uns die Beziehung zwischen einer traumatisierten Navigatorin und einem emotional tauben Toaster so verdammt hart zum Weinen bringen kann? Um zu beweisen, dass die Orville das Erbe von Classic Trek angetreten hat, machen wir jetzt den direkten inhaltlichen Vergleich. Seth MacFarlane hat sich oft klassische Star Trek-Konzepte geschnappt und geschaut, wie würde ein klassischer Sci-Fi-Spiegel heutzutage aussehen. Während andere Streaming-Serien ihre Soundtracks von einem Typen am MacBook im Keller zusammenklicken lassen, mietet Seth MacFarlane für jede Folge ein verdammtes Philharmonieorchester. Warum? Weil er es kann. Und weil er weiß, dass der orchestrale Wumms der 90er durch nichts zu ersetzen ist. Und zurück zum Episodenvergleich. Wesley Crusher tritt auf einem idyllischen Planeten aus Versehen auf ein frisch angepflanztes Blumenbeet. Das Problem, die dortige Kultur kennt für jedes Verbrechen nur eine Strafe, die Todesstrafe. Picard muss philosophisch mit einem gottgleichen Wesen darüber diskutieren, ob Gesetze absolut sein müssen. Die Folge ist okay, aber ein bisschen altbacken. Die Crew der Orville landet auf einem Planeten, der exakt wie die heutige Erde aussieht, mit einem entscheidenden Unterschied. Es gibt keine Regierung, keine Gerichte. Alles wird über Social Media geregelt. Jeder Bürger trägt ein Upvote- und Downvote-Abzeichen. John Lamar tanzt in der Öffentlichkeit aus Versehen an einer Statue einer historischen Persönlichkeit und wird gefilmt. Das Video geht viral, er kriegt Millionen Downvotes. Ab einer bestimmten Anzahl wird man vom Staat lobotomiert, um gesellschaftskonform zu werden. Was wohl Alex Kurtzman zu diesem Szenario sagt. Die Folge nimmt das Konzept der fremden Kultur mit extremen Gesetzen und verwandelt es in die treffendste, gruseligste und humorvollste Satire über unsere heutige Cancel Culture und den Social Media Wahn, die es je im Fernsehen gab. Riker verliebt sich in ein Mitglied einer androgynen Spezies, die Geschlechtsidentität als psychische Krankheit ansieht. Tess identifiziert sich heimlich als weiblich und wird einer Gehirnwäsche unterzogen. Eine bahnbrechende Folge für die 90er zum Thema LGBTQ. Demgegenüber steht die gesamte Moklana-Storyline, beginnend mit dem Planet der Männer. Bortus und sein Partner Kleiden bekommen ein Kind. Das Kind wird allerdings als Mädchen geboren. Da die moklanische Gesellschaft Frauen als Missbildung ansieht, verlangt Kleiden eine sofortige operative Geschlechtsumwandlung des Babys zum Jungen. Bortus beginnt zu zweifeln, es kommt zu einer gigantischen Auseinandersetzung mit dem Dilemma. Während TNG das Thema nach 45 Minuten beenden und die Reset-Taste drücken musste, machte die Orville daraus einen epischen 3 Staffeln umfassenden Handlungsstrang. Die Serie scheut sich nicht zu zeigen, dass manche kulturellen Unterschiede nicht einfach durch ein nettes Gespräch gelöst werden können. Und wenn wir schon bei den Moklanern sind, hier liefert die Orville ein absolutes Lehrstück in Sachen gesellschaftlicher Spiegelung, das zeigt, wie man sensible Gender- und Identitätsthemen vielleicht verträglicher verpackt. Anstatt dem Zuschauer mit einem moralischen Zeigefinger der modernen Vogue-Bewegung ins Auge zu pieksen und stumpfe Lektionen zu erteilen, nutzt Seth MacFarlane genial umgekehrte Psychologie. Auf Moklus herrscht nämlich eine handfeste, kulturell tief verwurzelte Heterophobie. Für eine Spezies, die per Gesetz und Biologie quasi nur aus Männern bestehen darf, ist die romantische Anziehung zu einer Frau die ultimative, naturwidrige Perversion. Wer dort als Mann auf Frauen steht, gilt als psychisch krank, wird gesellschaftlich geächtet oder direkt zur Konversionstherapie geschickt. Das ist ein absolut genialer Kniff, in dem die Serie die Diskriminierungsmechanismen unserer echten Welt komplett auf den Kopf stellt, hebelt sie die typischen Abwehrreflexe des Publikums aus.
Selbst der konservativste Zuschauer ertappt sich vielleicht dabei, wie er mit einem moklanischen Paar mitfühlt, das seine heterosexuelle Liebe im Untergrund verstecken muss. Die Orville belehrt uns nicht, sondern lässt das klassische Sci-Fi-Prinzip der Entfremdung für sich sprechen. Es zwingt uns, das Absurde an unserer eigenen Intoleranz zu sehen, indem es uns einen Zerspiegel vorhält. Und als ob die Moklana-Storyline erzählerisch nicht schon genial genug wäre, liefert uns die dritte Staffel den wohl absurdesten, aber gleichzeitig herzerwärmendsten Twist der gesamten Sci-Fi-Geschichte. Dolly Parton wird offiziell zur Ikone der moklanischen Frauenrevolution. Ja, ihr habt richtig gehört, die im Untergrund lebenden, unterdrückten Moklana-Frauen entdeckten die irdische Country-Musik für sich. Ihr ultimativer Schlachtruf und ihre Hymne der Freiheit gegen das patriarchale Regime ist kein Militärmarsch, sondern Dolly Partons Kulthit 9 to 5. Und Seth MacFarlane setzt dem Ganzen die Krone auf. Dolly Parton höchstpersönlich hat einen absolut ikonischen Cameo-Auftritt als Holodeck-Simulation. Sie sitzt da in ihrem dezenten Outfit, spielt Gitarre und hält der Anführerin der Frauenbewegung eine tiefgründige, emotionale Standpauke über Selbstwertgefühl, Weiblichkeit und das Kämpfen für die eigenen Rechte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine außerirdische Rebellion gegen ein repressives Alien-Regime wird moralisch angeführt von der Queen of Country aus Tennessee. Wer bei dieser Szene keine Gänsehaut bekommt, während im Hintergrund die Phaser abgefeuert werden, hat kein Herz. Genau das ist dieser skurrile, mutige und zutiefst menschliche Orville-Charme, den man einfach lieben muss. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder euren Freunden zeigen wollt, warum sie einschalten sollten. Hier sind die 3 absoluten Highlight-Episoden, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben muss. Gordon Malloy findet in einer Zeitkapsel das Smartphone einer Frau aus dem Jahr 2015. Er füttert den Schiffscomputer mit allen Daten, Nachrichten und Fotos dieser Frau, um eine perfekte Simulation von ihr im Holodeck zu erstellen. Er verliebt sich unsterblich in diese virtuelle Frau, muss aber feststellen, dass eine Simulation eben auch die Fehler und das eigenständige Leben des Originals kopiert. Es ist eine wunderschöne, traurige und zutiefst philosophische Folge über Einsamkeit und Liebe im digitalen Zeitalter. Das ist der emotionale Höhepunkt der Moklana-Saga. Topa, das Kind von Bortus, spürt im Teenageralter, dass irgendwas mit ihrem Körper und ihrer Identität nicht stimmt, weiß aber nicht, dass sie als Mädchen geboren und zwangsumoperiert wurde. Wie die Crew, insbesondere Kelly, Topa dabei hilft, die Wahrheit herauszufinden und wie Bortus sich gegen seine eigene Kultur stellt, um seine Tochter zu beschützen. Leute, haltet die Taschentücher bereit. Das ist schauspielerisch auf einem Niveau, von dem sich selbst Hollywood-Blockbuster verstecken können. Die Orville hat ein in den Händen der Borg-Äquivalent. Die Kelonier starten ihre Invasion, um biologische Lebewesen auszulöschen. Die Orville wird gekapert, Isaac scheint die Seiten gewechselt zu haben und es kommt zu einer der gigantischsten, visuell beeindruckendsten Weltraumschlachten der Seriengeschichte. Ab diesem Zweiteiler hat niemand mehr gesagt, die Orville sei nur eine kleine Comedy-Show. Das war ein monumentales, episches Sci-Fi-Kino vom Feinsten. Aber trotz all dieser tiefen Dramatik und der epischen Schlachten dürfen wir eins nicht vergessen. Die Orville ist verdammt witzig. Und der Humor ist der eigentliche Grund, warum die Serie funktioniert. Er entwertet die Ernsthaftigkeit nicht, er erdet sie. Wenn in Star Trek den Klingonen angreifen, redet niemand darüber, dass er am Abend vorher zu scharf gegessen hat und jetzt Magenprobleme hat. Bei der Orville passiert genau das. Die Charaktere fluchen, wenn sie sich den Zeh anstoßen. Sie gucken Reality-TV im Pausenraum. Sie haben Beziehungsprobleme, die absolut weltlich sind. Der Humor zeigt uns, auch in 400 Jahren werden Menschen immer noch Menschen sein. Wir werden immer noch dumme Witze machen, wir werden immer noch Peinlichkeiten im betrunkenen Zustand erleben und wir werden immer noch versuchen, uns vor ungeliebten Aufgaben zu drücken. Dieser Humor nimmt im Sci-Fi-Genre die arrogante, elitäre Steifheit und bringt uns die Charaktere so nah, dass sie sich anfühlen wie Freunde, mit denen man abends in einer Bar sitzt. Also, bei unserem letzten Captain durften wir bei der Arbeit auf der Brücke Limo trinken und ich wollte wissen, ob das für Sie auch okay ist. Ja, wenn Sie sie unterhalb der Geräte aufbewahren und nicht verschütten, sicher. Ich bin noch nie einer eingeschlechtlichen Spezies begegnet. Ihre gesamte Spezies ist männlich, oder? Das ist korrekt, Sir. Dann gibt's wahrscheinlich nicht so oft Streit darüber, wer den Toilettensitz oben gelassen hat und sowas. Nein, Moklana urinieren nur einmal pro Jahr. Wirklich? Das ist... Mann, und ich muss mehrmals pro Nacht aufstehen. Das ist bedauerlich. Captain Mercer, willkommen auf Epsilon 2. Danke, dass Sie gekommen sind. Dr. Aronoff, das ist meine Sicherheitschefin, Alara Kitan, mein erster medizinischer Offizier, Claire Finn. Freut mich. Und meine Ex-Frau, Kelly Grayson. Ich bin sein erster Offizier. Deswegen Im jemand... alten Ladekorridor, aber auf der anderen Seite. Wir wohl hinsprinten. Gut, bereit machen. Doc, Sie bleiben hinter Alara. Welche ist Alara?
Ich bin Alara. Entschuldigung, ich kenne die Namen noch nicht. Geben Sie mir sofort das Gerät, Mensch, sonst werde ich Ihr Schiff zerschmettern. Entschuldigung, können Sie vielleicht so 2 Schritte nach rechts machen? Was? Naja, nur ein klein bisschen. Da ist eine Menge ungenutzter Raum und... Ja, genau. Perfekt, Verzeihung. Sie waren so abgeschnitten. Ich konnte mich auf nichts anderes konzentrieren. Wie auch immer. Was wollen Sie? Commander, der Captain! Oh Gott. Ist es nicht üblich, dass man um Erlaubnis bittet, bevor man ein fremdes Quartier betritt? Doch, Ich bebrüte mein Ei. Das ist etwas Privates für einen Moklaner. Sir, es tut mir schrecklich leid, aber der Captain und der erste Offizier sind verschwunden. Verschwunden? Wohin? Wissen wir nicht. Wir haben einen Notruf von einem Transportschiff empfangen und als sie an Bord ging, ist das ganze Ding verschwunden. Sie haben ein Gesicht. Ich verstehe nicht ganz. Isaac, wissen Sie, dass Sie mit Mr. Potato Head Teilen beklebt sind? Reingelegt, Mann! Ich hab Sie voll erwischt! Sehen Sie, das nennt man einen Streich! Was denn? Sie haben ihm das Zeug angeklebt? Ja, als er am Aufladen war. Isaac! Was zum Teufel? Ihr Bein, wo ist es? Er hat es amputiert, während ich geschlafen habe. Haha, reingelegt. Was? Ich habe mich revanchiert. Das ist mein Streich. Die Rettungsaktion müsste beendet sein, bevor der Komet zu nah an den Stern gerät. Sonst kann das Shuttle nicht mehr dessen Schwerkraft entkommen. Captain, bei allem Respekt, die Attraktivität der Schiffsinsassen macht eine Bergung unbedingt notwendig. Ich könnte es schaffen. Momentchen. Sie können also alles essen? Ich kann sehr vieles essen. Können Sie diese Serviette essen? Können Sie das essen? Oh, nein, bitte, Gordon, das... Er wird sich noch wehtun. Oh Mann, das gibt's nicht. Was ist mit dem Glas hier? Leute, das wird lustig. Das ist... Ich will, dass Sie meine Waffe essen. Was? Oh mein Gott! Eure Gesichter waren unbezahlbar. Was läuft hier eigentlich? Jetzt reicht's! Wenn ich noch einmal nach hinten kommen muss, dann verliere ich die Beherrschung. Also Schluss damit! Auf meinem Planeten wird ein Programm gelöscht, wenn es nicht richtig funktioniert. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wenn Sie möchten, atomisiere ich. Nein, ich... Um Gottes Willen, das war ein Witz. Du bist ein alter Mann, bis du wieder aus deinem Zimmer darfst. Stimmt gar nicht, du lügst! Kinder, jetzt lasst den Scheiß. Wenn ich noch einmal nach hinten kommen muss, ich schwöre bei Gott, dann verliere ich die Beherrschung. Mama hat uns vor dem Einschlafen immer gute Nachtgeschichten erzählt. Können Sie uns auch eine erzählen? Ich werde mein Bestes tun. Es war einmal eine Ärztin und ihre beiden Kinder. Sie brachen zu einer Erholungsreise auf einen Freizeitplaneten auf. Ihr Shuttle wurde von einer Raumanomalie abgelenkt und prallte gegen einen Berg. Die Kinder überlebten mit Hilfe einer überlegenen künstlichen Lebensform. Ihre Mutter war verschwunden oder tot. Ende. Mann, das war eine scheußliche Geschichte. Den Song habe ich von Lieutenant Malloy gelernt. Ich werde nun singen. Ja! Sie schweigen jetzt! Singt er jetzt wirklich? Brücke an Captain. Eine Nachricht hoher Priorität von Admiral Halsey aus der Unionszentrale. Jetzt mich nicht verletzen. Du kannst mich nicht verletzen. Ich bin viel zu glücklich. Und du könntest dich auch mal für mich freuen, anstatt dich wie eine Zicke zu benehmen. Hey, ich habe die Musik einbauen lassen. Wenn Sie irgendwelche Songwünsche Tut haben... mir leid, aber fahren Sie den ganzen Tag mit dem scheiß Aufzug rauf und runter? Ist das Ihr Job? Alles gut, Mann. Oh mein Gott! Ja, Fed. Ja? Ich glaube, ich habe Ihr Stück gefunden. Ach ja, wo denn? Es scheint in Bortos Verdauungstrakt zu sein. Was? Oh Mann, ist doch wohl nicht zu fassen. Okay, wie wollen Sie es machen?
Was machen? Ich muss da rein und mir das Stück wiederholen. Was meinen Sie mit da rein? Ich muss da reingehen, anders geht's nicht. Wählen Sie einen Eingang. Ich werde nicht zulassen, dass Sie in mir sind. Doc, helfen Sie mir mal. Warte. Bericht? Quantenantrieb ist ausgefallen, Captain. Verdammt, was ist passiert? Keine Ahnung, vielleicht haben wir ein Eichhörnchen angefahren. Es gibt keinen Hinweis auf ein Sciuromorpha rodentia oder ein anderes Nagetier. Captain, ich bin momentan beschäftigt. Was machst du denn? Ich bereite einen Scan der Sektion der Orville vor, die in Kontakt mit der Anomalie kam. Dürfen wir helfen? Nein, ihr seid klein und schwach. Und ihr besitzt nicht die nötige Intelligenz. Wir essen ihn erst, wenn Sie allen etwas... Hey! Verdammt, was habe ich gerade gesagt? Entschuldigung. Ich habe gesagt, noch nicht essen. Er sieht aber so lecker aus. Wissen Sie was? Sie fangen an. Sie erzählen allen was Interessantes über sich. Ich restauriere sehr gern antike Möbel. Die Struktur, die Maserung. Es ist, als würden sie leben. Manchmal weiß ich gar nicht, wo ich aufhöre und das Holz anfängt. Außerdem brunche ich gern. Bananen-Walnuss-Pancakes, Mundgasmus. Brücke an Shuttle, hören Sie uns? Shuttle an Brücke, alles okay. Wie geht's dem Schiff? Alles in einem Stück. Ich gebe den Latschkom an Sie weiter und dann geben Sie ihn so schnell wie möglich an jemanden von uns weiter. Alles klar. Und das geht jetzt einfach so weiter, bis jemand... Latschkom! Oh, das gibt's ja nicht. Ich habe den Eindruck, dass ich bei der Erziehung völlig versage. Dieser Einschätzung muss ich zustimmen. Aber Hallo, Doktor? Isaac, halten Sie mich für eine schlechte Mutter? Ja. Tja. Hören Sie, Dan, ich will ganz ehrlich sein. Ich bin nicht so toll bei diesen Dating-Geschichten und ich glaube auch nicht, dass wir so gut zusammenpassen, wie Bortos meint. Das kann man nie wissen, wenn man es nicht versucht. Ja, aber ich... Es liegt an meinem dicken, blöden Kopf, oder? Nein, es hat gar nichts damit zu tun. Sie müssen nicht nett sein. Meiner Spezies fällt es schwer, außerhalb unseres Heimatplaneten Leute kennenzulernen. Kleiden? Ich, Bortus, finde dich, Kleiden, immer noch attraktiv. Gut. Kleiden, jetzt möchte ich, dass Sie Bortus in die Augen sehen und akzeptieren, was er gesagt hat. Bortus? Ich, Kleiden, akzeptiere, dass du, Bortus, mich, Kleiden, noch attraktiv findest. Könnten Sie mir eine Simulation besorgen? Ich benötige etwas eher Ungewöhnliches. Lisi Thomas Tanal Joka Stoffen, Trinasin, Sosapis, Chaklas Vista, Grohan Kril Mosi, Kraka Kron Plaves Vis. Nein, etwas Unkompliziertes. Ich wünsche euch beiden, erotische Lust zu bereiten. Du, meine Güte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Erleben wir alle zusammen das Sexereignis. Ich schwöre, ich sehe mir nie wieder Pornos an. Hi, ich bin Dan. Bam. Rein in die Röhre und ab nach Baustadt. Sie haben die Konfiguration Ihres Haares modifiziert. Ja, ein bisschen. Ich dachte nicht, dass das jemandem auffällt. Bot die vorherige Anordnung keine ausreichende Wärme? Nein, ich hatte nur Lust auf Veränderung. Wow. Oh mein Gott. Was gibt es? Dreh den Spieß doch mal um. Und machen Tabula Rasa. So, habe ich das nicht gemeint? Tisch wiederherstellen. Ah, endlich. Es wurde auch Zeit. Isaac, was soll das werden? Ich warte auf mein Abendessen. Das hat mein Missfallen erregt. Du isst nicht. Und was hast du da überhaupt an? Ist das Unterwäsche? Das trifft zu. Ich dachte, wir wollten heute ausgehen. Ich hatte mich schon so auf den Butterkuchen im Muskas gefreut. Das Letzte, was du brauchst, ist noch mehr Kuchen. Entschuldigung, wie bitte? Was ist denn damit? Ich ziehe ein Eckstück vor. Das ist ein Witz. Keineswegs. Würden Sie mir ein Eckstück abschneiden? Weil Sie eine Blume wollen? Ja. Bitte schneiden Sie mir ein Eckstück ab, bevor jemand Bortus, kommt. nehmen Sie sich Kuchen, Mann. Der ist gut.
Es war nur eine einzige. Was ist daran so schlimm? Ich höre auf zu brüllen, wenn ich sehe, dass du dich genauso sehr bemühst wie ich. Was ist das? Wo sind die anderen? Es gibt keine anderen. Wenn du mir nicht sagst, wo sie sind, werde ich heute garantiert woanders übernachten. Das ist großartig. Die Musik ähnelt einem beliebten Paarungslied auf Moklos. Sie müssen kommen und mit uns tanzen. Nein, danke, aber danke. Die Toilette, meinen Sie? Die ist da hinten. Porthos, hör doch. Wir müssen zum Tanz zurück. Was machst du denn hier? Ich sehe nach Ihnen. Wie bitte? Wenn ein Besatzungsmitglied der Orville ein traumatisches Ereignis durchlebt, habe ich beobachtet, dass andere Mitglieder seines direkten sozialen Umfeldes sich erkundigen, wie es ihm geht. Das stimmt. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Sehr schön. Dürfen wir uns zu Ihnen setzen? Nein, Wieso nicht? weil unser Tisch schon voll ist. Hier sind doch noch mehrere Plätze frei. Nicht für euch. Ich bin bereit, sie mir gewaltsam zu nehmen. Bortus, wir fragen woanders, ja? Du hast eine hohe Stirn. Nein, hast du nicht. Oh Gott. Setzen Sie sich wieder hin. Sir, Entschuldigung. Sind Sie denn wahnsinnig? Da sitzt ja niemand. Tut mir leid, aber Sie müssen alle sofort wieder auf Ihre Plätze und den Sicherheitsgurt anlegen. Sir, gehen Sie sofort auf Ihre Plätze zurück. Sir, Sie müssen... Nicht. Gut, dann brauche ich nur noch eine Urinprobe und Sie können gehen. Was? Eine Urinprobe von jedem von Ihnen. Sie machen die hier voll oder so viel Sie gerade in sich haben. Und wo stellen Sie sich vor, dass wir das tun? Da drüben, hinter den Kisten vielleicht. Ich guck nicht hin. Allerdings war die wiederholte Prophezeiung des Weißen Kindes doch recht erschreckend. Die Sonne strahlt hell, schon morgen. In unserer Kultur ist die Sonne ein Symbol für Leiden und Tod. Ja, rückblickend wäre Oklahoma wohl eine bessere Wahl gewesen. Ich bin Charlie. Das ist Isaac. Es ist mir ein Vergnügen. Welche Art von Hobbys haben Sie? Und wie lange sind Sie beide schon ein Paar? Oh, ein paar Jahre. Stimmt's, Schatz? Das trifft zu. Unsere Paarung gedeiht seit geraumer Zeit. Also, das ist der Hauptwohnbereich. Mehr als genug Platz nur für Sie beide. Oder vielleicht wollen Sie ja eine Familie gründen. Ich nehme an, Sie haben noch keine Kinder? Negativ. Die Besamung muss erst noch stattfinden. Großer Gott. Haben Sie Schwierigkeiten, einfache Sprache zu verstehen, Captain? Nein, Sir. Und Sie, Commander? Nein, Sir. Und doch wurden aus irgendeinem mysteriösen Grund meine glasklaren Befehle unverfroren missachtet. Ich übernehme die volle Verantwortung. Sie werden sprechen, wenn Sie dazu aufgefordert werden, Captain. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Orville hat das geschafft, was viele für unmöglich hielten. Es hat die Seele des klassischen Star Trek gerettet, sie in ein modernes Gewand gesteckt und mit einer perfekten Prise Humor gewürzt. Es zeigt uns eine Zukunft, auf die man sich freuen kann, voller Hoffnung, Entdeckergeist und Menschlichkeit. Wenn ihr die Serie bisher ignoriert habt, weil ihr dachtet, es sei nur billiger Family Guy Klamauk, tut mir den Gefallen und schaut sie euch an. Spätestens ab der zweiten Staffel werdet ihr verstehen, warum die Fangemeinde so leidenschaftlich für diese Serie kämpft. Wie seht ihr das? Ist die Orville für euch das wahre Star Trek der Moderne? Wer ist euer Lieblingscharakter auf der Brücke? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Spotlight-Video verpasst. Repliziert euch noch was Schönes und haltet die Ohren steif da draußen im All. Bis zum nächsten Mal.